Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video, wo wir uns nochmal alle Events aus dem Jahr 2024 angucken wollen. Wobei wir sie uns nicht im Detail angucken, wir reden eigentlich nur über meine Favorites, aber ich zeige euch nochmal alle Events, damit ihr es nochmal ins Gedächtnis gerufen bekommt, welche Events es überhaupt gab. Und wenn ihr daran teilgenommen habt, wisst ihr ja wahrscheinlich wie das Event ablief und ob es gut oder schlecht war. Und wenn ihr nicht daran teilgenommen habt, dann interessiert es euch jetzt sowieso nicht mehr, weil das Event liegt ja sowieso in der Vergangenheit. Und über alle Events zu reden, würde hier definitiv den Rahmen sprengen. Aber wir wollen uns einfach nochmal angucken, was es überhaupt für Events gab. Und dann habe ich meine Top 5 rausgesucht. Und ich muss leider zugeben, es war kein sehr gutes Jahr, was Events angeht. Also eines, was sich abgezeichnet hat, leider der Trend hin zu bei Flive Universe, dass wir immer nur noch ein Event eigentlich zeitgleich haben. Es gab Überschneidungen, aber nur noch sehr wenige. In der Vergangenheit oder vor allem als Flive Universe neu war, oder auch früher bei Flive PC besser gesagt, also zu anderen Flive-Zeiten, da gab es oft auch Überschneidungen. Ein Event läuft noch eine Woche, es startet aber schon das nächste Event. Das Event läuft dann mit dem anderen zusammen eine Woche alleine und dann startet auch schon wieder das nächste. Gab es viel mehr Abwechslung. Es gab oft Events, wo du doppelt abgesahnt hast. Zum Beispiel, du hast Monster getötet, hast 2 Events zeitgleich gefarmt und lauter solche Sachen. Ist bei Flive Universe wirklich nur noch sehr selten. Wir hatten es jetzt vor kurzem mit dem Fish-Event, das zum Anlass des Updates gestartet ist. Und zeitgleich lief noch Thanksgiving. Aber das war halt eine der wenigen Ausnahmen. Eine andere Ausnahme war zum Beispiel Second Anniversary. Aber es ist wirklich sehr selten geworden. Ein paar Mal pro Jahr. Und ich meine, das ist schon ziemlich wenig bei einem Videospiel. Und der Trend hin auch zu langen Events. Also nicht nur, dass sich wenige Events überschneiden und meistens nur ein Event läuft, die Events dauern auch meistens recht lang. Ich habe jetzt den Durchschnitt nicht ausgerechnet, aber ich bin mir ziemlich sicher, der Durchschnitt für dieses Jahr liegt bei knapp 4 Wochen. Und das ist auch schon ziemlich lange, weil wenn einem ein Event nicht gefällt. Ich meine, man muss es immer von beiden Seiten sehen, fairerweise. Aber hier ist es halt wirklich so, wenn dir ein Event nicht gefällt und es läuft für 4 Wochen und es ist das einzige Event für 4 Wochen, das ist sehr demotivierend. Das ist überhaupt nicht motivierend. Und eigentlich sollen ja Events dafür sorgen, dass Leute erst recht spielen wollen. Ich meine, du solltest natürlich grundsätzlich Interesse am Spiel haben und generell spielen wollen, sonst hilft ein Event auch nicht viel, egal wie gut es ist, egal wie gut es aufgebaut ist, egal wie gut die Belohnungen sind. Wenn einer von Haus aus keinen Bock zum Zocken hat, dann bringt auch das beste Event der Welt nichts. Aber für die Leute, die Bock haben, grundsätzlich zu zocken, es aber dann von Events abhängig machen, ob sie zocken oder nicht, das ist dann eben dieses sehr demotivierende. Und das hört man halt immer wieder, jedes Mal, wenn ein neues Event startet, gibt es Leute, die sind enttäuscht und sagen dann, ich hätte jetzt voll Bock gehabt zu grinden, aber das Event ist so schlecht, dass ich wieder keine Lust mehr habe. So. Und das ist halt gefährlich und ich hoffe, Flive Universe wird da vielleicht mal ein bisschen evaluieren, ein bisschen Feedback sammeln, ein bisschen Kritik annehmen. Ist ja auch nicht böse gemeint. Ich meine, sie müssen keine Events veranstalten, theoretisch. Also muss immer vorsichtig sein, dass man nicht zu sehr hier hatet oder so. Weil viele Events natürlich trotzdem. Ich meine, es ist immer noch besser als kein Event. Das darf man natürlich nicht vergessen. Es gab auch mal Flive-Zeiten, da lief einfach gar kein Event. Und wir haben eigentlich immer ein Event. Also das ist schon mal nicht das Schlechteste. Aber zeitgleich, wie gesagt, muss man halt auch einfach sagen, es gab aber auch bessere Zeiten, wo, wie gesagt, einfach auch mehrere Events waren oder insgesamt mehr Events. Und je mehr Events stattfinden, desto besser für uns. Und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch für jeden was dabei ist. Und das ist ja genau das, was man eigentlich will. Das ist das, was wir alle wollen. Das will Gala. Wir wollen das. Jeder will das. Also muss ich sagen, ich hoffe, es geht wieder in diese Richtung von der Entwicklung her. So, jetzt aber nochmal kurz im Schnelldurchlauf die Events. Wie gesagt, ich gehe jetzt nicht auf jedes einzelne ein, es wird zu lange dauern. Das Jahr hat angefangen, 27. Dezember 2023, aber ihr seht schon, es ging bis zum 1. Februar, vom 28. Dezember, also es war 2024 definitiv das Event. 2024 New Year Event. Zeitgleich Egg Upgrade Event, einer der wenigen, wie gesagt, Zeiträume, wo 2 Events liefen. Attack of the Snow Clones zusammen mit Valentine's Day für 2 Wochen. Dann Spring Event 2024. Candy Event 2024. Spring Monster Ball Event. Attack of the Hungry Monsters. Second Anniversary Event. Banger. Covering from the Legend. Wakens Event. By the way, 4. Juli bis 13. August und das war in dem Zeitraum das einzige Event. 20th Anniversary Event. Roll Your Lucky Dice Event. Plunder the Pirate Ship. Halloween Pumpkin Hunt. Thanksgiving. Fishing Champion. Christmas Gift und Christmas Invasion.
Also ihr merkt schon, das Jahr hat begonnen mit teilweise Eventüberschneidungen und es wurde dann ab dem Sommer wurde es immer weniger und eigentlich gar nicht mehr. Also literally jetzt dieses Fishing-Event plus Thanksgiving und das war die einzige Überschneidung im zweiten Halbjahr. Ansonsten jedes Event separat für sich einfach nur ein Event. Also man merkt schon, der Trend hat sich vor allem die letzten Monate sehr schlecht entwickelt, was das ich am Anfang gesagt habe. Und ich hoffe, 2025 wird es wieder mehr Events geben, mehr Doppel-Events, mehr Abwechslung und ja, dass wieder für jeden was dabei ist. Aber wie gesagt, ich bin immer noch froh, dass wir überhaupt immer ein Event haben. Theoretisch könnte es auch noch schlechter sein. Also es soll ja auch nicht zu undankbar klingen natürlich. Und letztendlich, vor allem für mich, ist es relativ egal, selbst wenn mir kein einziges Event gefällt. Ich spiele sowieso jeden Tag. Also mir persönlich könnte es eigentlich egal sein. Aber ich probiere eher so Sprachrohr für die Leute zu sein, die halt immer wieder ihre Enttäuschung zum Ausdruck bringen. So, jetzt habe ich aber schon gesagt, meine Top-Events wollte ich jetzt einfach mal auflisten. Und wie gesagt, ihr habt jetzt ja nochmal alle Events kurz gesehen oder gehört. Und da wird ja wahrscheinlich bei dem einen oder anderen nochmal was geklingelt haben, wenn da ein gutes Event dabei war. Könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich sage euch jetzt meine Top 5. Ich muss sagen, eigentlich ist es eher eine Top 3. Also vor allem der 5. Platz oder eine Top 4. Weil der 5. Platz, das ist jetzt eher etwas, was ich eigentlich nicht so ultra gut in Erinnerung habe. Aber irgendwie muss man die Top 5 erfüllen. Also mein Top 1 Event ist tatsächlich das New Year 2024 Event gewesen. Es war anstrengend, wenn ihr euch daran erinnert, das war das Event, wo man jeden Tag 2024 Monster töten musste, wegen 2024. Und man hat je nach Level, aber alle meine Chars sind 80+, deswegen für mich nur diese High-Level-Giftbox bekommen. Und die ist echt gut gewesen. Was hat man da bekommen? Und zwar konnte man hier bekommen Smiling Scroll Box, wenn man Glück, also 10% auf Smiling Scroll Box plus andere Sachen. 35% auf Power-Ups und Stat Scrolls und 55% auf Upcut Stone. Und jetzt müsst ihr euch mal angucken, was das hier wirklich ist. Also ihr könnt quasi Products bekommen, Weapon Bonus Resurrection. Also besser gesagt der Hauptgewinn im ersten Smiling Box. Der zweite Stat Scroll Box und im dritten Upcut Stones. Und vor allem 3. Und ihr kriegt alles aus dieser Box. Wow. Ja, man musste jeden Tag 2024 Monster töten und ja, es hat sich vor allem als 8-Char-Abuser gelohnt, weil du die Quest 8-mal zeitgleich machen konntest und damit 8 von diesen Boxen bekommen hast und damit halt wirklich viele Products bekommen hast, viele Weapon Bonus, viele Stat Scrolls, viele Resurrections und viele Upcut Stones. Und deswegen war es in meinen Augen das beste Event des Jahres, weil man hat einfach tonnenweise Stuff bekommen und ich habe es halt mit 16 Chars gemacht. Und das hat sich halt massivst rentiert. Und ich habe es extrem positiv in Erinnerung. Es war stressig, es war nervig, aber die Belohnungen habe ich extremst positiv in Erinnerung. Das ist wirklich das beste Event des Jahres für mich. Habe ich absolut massivst abgestaubt. Und ja, können Sie gerne wieder veranstalten. Auch wenn es stressig ist, auch wenn es nervig ist, das zu farmen, die Belohnungen waren es definitiv wert. Habe ich eigentlich wirklich wenig Negatives zu sagen. Das Negativste ist wirklich halt, ja, es ist aufwendig gewesen, aber gut. Wenn man viel Belohnungen bekommt, dann lohnt sich der Aufwand ja auch. Platz 2 geht ans Second Anniversary Event. Das ist ein bisschen ausführlicher, das gehe ich jetzt nicht nochmal alles durch, weil es tatsächlich auch relativ umfangreich war. Ich denke mal, die meisten von euch da haben daran teilgenommen, weil es ja auch während dem FEC-Server stattfand oder zum Start des FEC-Servers hat es ja gestartet. Und hier ist eigentlich das Gleiche. Viel Aufwand, aber es hat sich halt auch gelohnt. Ja, was hat man bekommen hier zum Beispiel? Ich weiß gar nicht mehr, wo sind wir gerade? Beim Event 2, 3, das Roulette, genau. Hat man diese Buchstaben sammeln müssen, wenn ihr euch noch dran erinnern könnt. Und hat dann auch je nach Level diese verschiedenen Boxen bekommen. Auch zum Beispiel Protects, genau. Also es war auch eigentlich ein super gutes Event, wo man viele Protects bekommen konnte. Der Special Anniversary Dungeon, das war vor allem das, was sehr viel Aufwand und sehr viel Zeit gekostet hat. Und es war echt ein bisschen nervig. Aber auch hier konnte man viele Pet Candies bekommen, viele Power-Ups und so weiter. Lief am Ende dann nicht ganz so gut, wie ich gehofft hätte. Wenn das hier noch ein bisschen besser gewesen wäre, beim Opening wäre es vielleicht sogar mein Lieblingsevent des Jahres gewesen. Muss aber zugeben, es war ein gutes Event. Vor allem All Selection Box ist heftig gewesen. Berry Select Box und so ist echt cool, weil das alles Sachen sind, die man sich so nicht mehr kaufen oder farmen musste, wenn man es mit vielen Chars gemacht hat. Aber ja, sehr hoher Aufwand und ich meine, gut, ganz ehrlich, Berry Select Box ist schon sehr wenig wert und gut, All Selection Box ist schon deutlich besser. Aber man hat auch wirklich viel Zeit reinstecken müssen, um da viele zu bekommen. Insgesamt aber dann noch das mit den Dungeon, mit den Bossmonstern, wo man die 10% Speedsets bekommen konnte und so weiter,
war es einfach ein heftiges Event, aber hat auch wirklich sehr viel Zeit gefressen. Deswegen für mich tatsächlich nur Platz 2, weil es noch viel aufwendiger war als das 2024er Event. Und die Belohnungen zwar theoretisch auch besser waren, aber hier hat es mich dann tatsächlich noch mehr genervt, weil es wirklich jeden Tag... Also ich habe legit eigentlich 6 Wochen lang Second Anniversary Only gemacht. Ich habe legit nichts anderes eigentlich mehr gemacht. Ich habe 1 oder 2 Stunden gelevelt und die komplette restliche Online-Zeit plus, also neben Stream, plus noch Offline-Zeit habe ich nur dieses Event gemacht. Das war schon sehr, sehr anstrengend. Dann Halloween-Event. Jetzt muss ich kurz gucken. Hier sind wir. Halloween Pumpkin Hunt tatsächlich. Noch ein Event, das relativ neu ist. Das erst vor kurzem stattgefunden hat. Hier war es vor allem cool, dass man die Quest nicht annehmen musste. Man hat die Quest automatisch bekommen. Das haben wir jetzt beim aktuellen Weihnachtsevent auch. Das finde ich ist eine coole, wie sagt man, ja, eine coole Änderung oder eine neue Sache, dass man die Quest nicht mehr täglich annehmen muss. Das ist nämlich auch super nervig, jeden Tag zu den NPCs zu laufen und erst dann zu grinden. Musst immer dran denken, bevor du anfängst zu grinden, immer zum NPC laufen. Bla bla bla. Außerdem musste man nur 30 Monster töten und für 30 Minuten online sein, nicht für 60 Minuten online sein. Auch eine coole Sache. Und hat dann eben hier diese Pumpkin Treat Box gefarmt. Und, also gut, man musste noch die Pumpkins mit den Pumpkin Balls öffnen, aber letztendlich hat man die Pumpkin Treat Box bekommen, die auch relativ gut war eigentlich. Es waren zwar keine Protects drin, aber es waren viele Power-Ups drinnen. Größtenteils gute und man konnte halt Speed-Sets bekommen, plus ein CS-Pad ist schon... Also es ist besser als fast alle anderen Events von den Belohnungen her. Abgesehen davon, dass man keine Projects bekommt, aber Projects bekommt man auch schon immer aus dem Battle Pass und so, deswegen sind Projects jetzt auch nicht mehr das absolute Nonplusultra. Und meistens, wenn es Projects gibt, sind sie extrem begrenzt, deswegen ist es dann auch nicht so heftig. Und ja, einziges Manko hier, deswegen Platz 3, ist halt, dass es stark von Glück abhängig war. Ich hatte eine relativ gute Ausbeute. Ich habe aber von anderen Leuten gehört, die hatten eine ähnliche Anzahl an Boxen, haben sie es auch mit sehr vielen Chars gefarmt. Und hatten eine deutlich schlechtere Ausbeute. Das heißt, es war wirklich auch stark vom Glück abhängig. Also wenn ich viel schlechter gezogen hätte, gepullt hätte, wesentlich weniger Belohnungen bekommen hätte, dann würde ich es jetzt wahrscheinlich auch eher niedriger einstufen. Meins lief aber fairerweise relativ gut und deswegen ist es mir auch recht gut in Erinnerung geblieben. Aber ich würde sagen, auch objektiv betrachtet war es schon ein Event mit gutem Potenzial, wo man halt aber natürlich auch ein bisschen Pech haben konnte. Und wenn das halt der Fall war, dann hat man es natürlich nicht mehr so gut in Erinnerung. Genau. Dann Roll Your Lucky Dice war an für sich eigentlich auch ein super gutes Event. Einzige Negative für mich hier immer noch, erstens viele Trostpreise, die teilweise auch keinen Sinn ergeben haben. Zum Beispiel Refresher Hold und Vital Drinks als getrennte Items. Absoluter Fehler, also warum zum Teufel ist das so? Dann solche Sachen wie Kaigas Gold Chips und diese ich weiß gar nicht welche ist, diese NPC Scrolls, Food Shop, Multi-Shop, whatever. Card Disc, also waren einige Trostpreise dabei, mit denen ich absolut nichts anfangen konnte. Und das Schlimmere für mich war tatsächlich das mit dem PK-Channel, dass mir gezwungen war, auf dem PK-Channel zu spielen und PK-Chips zu sammeln. Es war auf jeden Fall dann auch vom Aufwand her recht hoch, wenn man es tatsächlich mit vielen Charakteren machen wollte. Aber die Belohnungen waren gut, deswegen verdienter 4. Platz, würde ich sagen. Wenn es mit dem PK-Channel nicht gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich höher eingestuft als Halloween. Aber das mit den PK-Chips war halt nun mal da. Und entsprechend habe ich es persönlich für mich niedriger gewertet. Genau. Und dann, wie gesagt, Platz 5, das ist jetzt eben das, was ich vorhin gesagt habe, ist Spring Event 2024 für mich. Das ist das mit den Greemonks tatsächlich. Man konnte hier halt auch einfach viele Sachen farmen, Protects, Power-Ups und so weiter. Mit diesen Greemonk-Token. Habe ich jetzt eigentlich nicht so als ultra krasses Event-Erinnerung. Ich würde sagen, es ist relativ Standard eigentlich gewesen. Hier wieder das, was ich vorhin gesagt habe. Meistens, wenn es Product gibt bei vielen Events, sind sie sowieso limitiert pro Charakter. Das heißt, man kann bei solchen Events halt nicht hunderte Products farmen, sonst wären solche Events natürlich insane. Das geht in der Regel nie. Also wenn dann überhaupt nur aus irgendwelchen Lucky-Boxen, die wiederum auch begrenzt sind. Von dem her kann ich solche Events nie wirklich hoch einstufen, weil es halt einfach stark limitiert ist, was man wirklich kriegen kann. Aber es war ein solides Event auf jeden Fall. Nichts Besonderes auf jeden Fall. Ich habe jetzt eine Top 5 gemacht. Theoretisch hätte ich eine Top 4 machen sollen, weil so gut habe ich das Event jetzt eigentlich auch nicht in Erinnerung. Aber es war solide, kann man machen. Und ja, das war meine Top 5. Wie gesagt, könnt mir gerne euer Lieblingsevent, müssen keine Top 5 sein, reicht natürlich auch 1. Gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, das war alles, was wir so im Jahr 2024 eventtechnisch erlebt haben. Bei ein paar Events würde es mich freuen, wenn wir sie nächstes Jahr wiedersehen. Wie gesagt, das mit dem New Year Event muss ja auch nicht unbedingt als New Year Event kommen. Das mit dem Monster töten plus die Belohnungen bekommen, fand ich gut.
Second Anniversary sowieso. Ich denke, zum Anniversary wird immer was Krasses kommen. Also da werden sie immer heftig auffahren, das ist ja klar. Ja, Halloween, wie gesagt, Roll Your Lucky Dice. Manche Events mit minimalen Änderungen könnten deutlich besser sein. Also auch hier wäre cool, wenn sie sich ein bisschen mit dem Feedback auseinandersetzen würden, was da Leute auch mal loswerden. Und ja, aber insgesamt eigentlich ein relativ solides Jahr. Einzige Änderung, die man allgemein für jedes Event eigentlich anbringen könnte, wäre vielleicht die Eventdauer etwas verkürzen und oder halt die Events sich überschneiden lassen. Also, dass du immer sagst, eine Woche sollen sich die Events immer mindestens überschneiden, weil dann kommt es einem immer nicht so vor, als würden die Events so lange gehen und man hat halt immer eine Woche irgendwie, wo man sagt, oh, jetzt weiß ich gar nicht, was ich alles machen kann. Es gibt so viel, was ich machen könnte und so. Man kann sich das Beste raussuchen und die Sachen sind dann auch nicht so überlaufen, wie zum Beispiel bei so einem Greenmong-Event. Diese Greenmongs waren ja limitiert, also die gibt es ja nicht unendlich und so. Und je mehr Events zeitgleich laufen oder je mehr zu tun ist täglich, desto besser verläuft sich das alles. Und die Spieler sind nicht konzentriert alle an einem Punkt. Und das ist eigentlich grundsätzlich auch für jeden dann angenehmer, wenn diese Events nicht so überrannt sind. Genau. Also wäre cool, wenn sich da ein bisschen was noch bessert. Aber mal sehen. Ich sage auf jeden Fall danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Flive Universe Video wieder. Schaut gerne auch im Livestream vorbei. Tägliche Flive Livestreams auf Twitch. Link in der Videobeschreibung. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.